Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Es heißt, dass jede Geschichte auch immer etwas über den Autor aussagt. Also sollte man mich in meinen Geschichten suchen, dann fand man mich 2021 wohl am ehesten in dieser hier. Also willkommen zur Geschichte, mit der Geschichte, hinter der Geschichte. Vor meinem Wagen erstreckt sich die Straße ins Endlose. Die Sonne brennt, die Luft flimmert. Ein wolkenloser Himmel vergönnt dieses schöne Wetter. Die letzte Stadt liegt weit hinter mir und wann die nächste kommt, ist ohne Straßenkarte nicht mal zu erahnen. Ein paar Bäume und karge Sträucher, soweit das Auge reicht. Und das ist genau der richtige Ort, um mal zur Ruhe zu kommen. Du kannst doch nicht einfach ganz allein so weit rausfahren. Was ist, wenn dir was passiert? Mama, ich werde nicht allein sein. Ach, und wen nimmst du mit? Den iPod ans Autoradio angeschlossen, meine Lieblingsmusik in den Ohren, sitze ich im Auto und singe die Texte mit, die ich auswendig kann. Und weit und breit niemand, der sich daran stört. Es ist schön, die Welt einfach mal hinter sich zu lassen und das Gefühl zu genießen, frei zu sein. Ich biege von der Straße ab und fahre ein Stück querfeldein. An einem Baum, der aussieht wie eine Akazie, bleibe ich stehen und stelle den Motor ab. Ein herrliches Fleckchen. Ich steige aus und hole den Picknickkorb von der Rückbank. Im Schatten des Baumes breite ich meine Wolldecke auf dem Boden aus. Der Korb ist voll mit belegten Broten, frischem Obst und angemachtem Salat. Musst du gleich 2 Salatköpfe kaufen? Reicht dir nicht einer? Mama, das wird ein langer Ausflug und ich möchte nicht riskieren, unterwegs etwas kaufen zu müssen. An den Raststätten ist es immer alles so teuer. Ich sitze auf der Decke und genieße die Stille. Mein Blick schweift über die Ebene zu den kleinen Felsen in der Ferne. Meine Finger bohren sich in den weichen Wüstensand. Der Boden ist trocken und jeder Luftzug scheint Staub aufzuwirbeln. Die Bäume hier müssen tiefe Wurzeln bilden, um dauerhaft an Wasser zu kommen. Unter dem Sand ist die Erde etwas fester. Das Grundwasser ist vielleicht gar nicht so weit weg, wie ich denke. Ob ich wohl mehr darüber wüsste, wenn ich Geologie studiert hätte? Wenn du es im Leben zu mehr gebracht hättest, dann müsstest du dich nicht mit einem Kleinwagen zufrieden geben. Dann könntest du dir ein größeres Auto leisten, so wie ich. Ja, Mama, ich weiß. Aber mir das vorzuwerfen, bringt mich auch nicht weiter, oder? Die Mittagshitze ist echt schweißtreibend. Gut, dass ich ein Handtuch mitgebracht habe. Und gut, dass ich den iPod dabei habe, sonst wäre das hier echt langweilig. Meine Decke und den Korb muss ich zwischenzeitlich mit einer Plane abdecken, damit der feine Sand nicht auf alles drauflegt. Die Plane halte ich mit größeren Steinen fest, die ich im Boden finde. Wer weiß, wie ich den Boden beurteilen würde, wenn ich Geologe wäre. Aber die bekommen Geld fürs Graben, während ich nur ein bisschen mit Erde durch die Gegend werfe. Dann habe ich halt nicht studiert. Na und? Ist dir eigentlich klar, dass dein Auto längst abbezahlt sein könnte? Wer weiß, wofür du dein Geld schon wieder rausgeschmissen hast. Ich betrachte meine Brote. Da ist nicht die billigste Wurst drauf. Und ich belege auch gerne mal großzügig. Ich spare bei Kleidung, kaufe keine Markenklamotten. Aber das Gartenwerkzeug gestern war echt teuer. Ja, Qualität hat eben ihren Preis. Ich wische mir den Schweiß von der Stirn und betrachte die trostlose Gegend. Keine lebende Seele weit und breit außer mir. Keine Tiere, nur ab und zu ein Käfer. Hier singt kein Vogel. Das ist echt einsam. Hier draußen hat man viel Zeit zum Nachdenken. Ich habe nicht studiert. Muss ich mir das vorwerfen? Besteht denn keine Möglichkeit, aus seinem Leben etwas zu machen, ohne studiert zu haben? Was ist mit Straßenbauarbeitern? Haben die studiert? Die muss es doch auch geben. Die Leute würden sich umgucken, wenn keiner mehr Straßen bauen oder reparieren würde. Oder wenn im Restaurant keiner mehr bedienen würde. Oder wenn es keine Busfahrer mehr gäbe. Oder Piloten. Straßenbauarbeiter graben sich
auch in den Boden, oder? Genau wie Geologen und Archäologen. Na ja, vielleicht nicht ganz genauso wie die. Und Psychologen graben sich in die Psyche eines Menschen, sich in den Boden graben, in der Psyche herumgraben, Frauen angraben, den Garten umgraben. Die Frage ist doch, wo es einen hinbringt. Hier, am Boden der Tatsachen angekommen, denke ich, es hätte mich schon viel früher, nein, ich hätte mich schon viel früher von meiner Mutter trennen sollen. Erkenntnis zu guter Letzt. Die ewige Kritik, die ewigen Vorwürfe, immer wenn ich mich für irgendwas begeistere, redet sie schlecht. Jeden Tag, jeden Monat, jedes Jahr. Ich bin genervt. Ich bin begeistert von dieser Gegend hier. Sie hat keine Meinung dazu. Ich höre nichts. Jetzt fühle ich mich allein. Was auch immer diese Erde einem Geologen hätte erzählen können, verschwindet letztlich wieder unter trockenem Sandboden. Der Tag neigt sich dem Ende zu. Zwischen den Felsen in der Ferne sehe ich die Sonne untergehen. Es wird Zeit. Ich packe meine Sachen zusammen, setze mich ins Auto. Ich hinterlasse den Ort fast genau so, wie ich ihn vorgefunden habe. Aus dem Handschuhfach nehme ich einen Kalender und einen Rotstift, schlage das heutige Datum auf und mache 3 Kreuze. Dann lasse ich den Motor an und begebe mich zurück auf die Straße. Den iPod wieder im Radio, das kleine Städtchen hinter mir und vor mir eine ungewisse Zukunft. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn es euch nicht gefallen hat, naja, dann nicht. Vielleicht möchte jemand etwas zu dem sagen, was in der Geschichte passiert. Vielleicht hat ja einer von euch auch jemanden, der ihm auf die Nerven geht. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, eure Kommentare zu lesen. Also dann, bis zur nächsten Geschichte.